Nicole und Oliver bauen einen alten Wohnwagen für ihre große Schottlandreise um. Das fängt ja gut an. In den Highlands wollen sie die Kulisse legendärer Kinofilme entdecken. Es sind Tränen dabei. Alles war sofort still, total magisch. Ihr Wunsch? Eintauchen in Schottlands atemberaubende Natur- und Tierwelt. Oh Gott. Es ist auch eine Begegnung mit schottischen Traditionen. Du siehst toll aus. Ich fühle mich schon sehr schottisch. Und auf den Spuren des sagenumwobenen Seeungeheuers im Loch Ness. Das Wasser ist schwarz. Aber es ist schon irgendwie ein komisches Gefühl, finde ich jetzt. Meerbusch bei Düsseldorf. Wohnort von Oliver und Nicole Gundlach. Das Paar hat einen fast 30 Jahre alten Wohnwagen gekauft. Jetzt wollen sie ihn umbauen. In 4 Wochen soll es nach Schottland gehen. Das fängt ja gut an. Müssen wir das beschriften? Ja, mach mal. Dann machen wir das. Ja, wie den Plan, den wir mal gemacht haben. Und den Plan haben wir natürlich zu Hause gelassen, das war schlau. Mach Küche 1. War das nicht Küche 1? Das ist egal. Das ist nicht egal. Ich mag, wie unglaublich koordiniert wir damit umgehen. Man sieht. Gerade mal 5.000 € haben die beiden für den holländischen Klassiker bezahlt. Im Innenraum muss noch viel gemacht werden. Schränke, Türen und Sitzpolster sollen einen neuen Look bekommen. Mehr Steckdosen, moderne Lampen und ein festes Bett will das Paar auch noch einbauen. Wir wandern viel und wir wandern gerne. Ja. Und du kommst halt auf diese Wanderparkplätze mit so einem Wohnmobil nicht gut drauf. Du bist ziemlich immobil, du bist statisch. Den koppelst du ab, hast dein Auto, fährst los, bist relativ entspannt, hast nicht so ein großes Gefährt dabei. Vor 9 Jahren hat es bei der Arbeit am Düsseldorfer Flughafen zwischen den beiden gefunkt. Seit 3 Jahren sind sie verheiratet. 2, die sich ergänzen. Ups. Brauchst du Hilfe? Nö, ich habe nur meine Schrauben strategisch in der ganzen Welt verteilt. Und wiedergefunden habe ich genau 2. Ich bin ungeduldig und leicht ablenkbar. Fange irgendwas an und dann sehe ich irgendwas anderes und dann denke ich mir, oh, okay, dann mache ich jetzt das. Also ich bin chaotisch und unkoordiniert und das ist er Gott sei Dank nicht. Wir ergänzen uns da echt gut. Jetzt gehen sie zum ersten Mal als Paar mit Wohnwagen auf Tour. Es ist schon einfach anders, als wenn man wirklich immer Hotel vorbuchen, Hotel anfahren, Koffer rein, Koffer raus. Und das können wir zwar auch ganz gut, aber einfach so sein festes Haus immer so bei sich haben. Wir reisen viel, Reisen ist teurer geworden. Das war auch ein Faktor tatsächlich, dass wir mehr machen können. Sie planen eine große Tour durch Schottland. Dann haben wir ein bisschen drüber nachgedacht und haben gedacht, oh je, die erste Tour mit dem Wohnwagen im Linksverkehr nach Schottland, vielleicht doch nicht die beste Idee. Da hatten wir aber die Fähre schon gebucht und haben gesagt, komm egal, machen wir jetzt. Vor allem die schottische Tierwelt hat es dem Paar angetan. Ich freue mich wie Bolle auf die Papageientaucher. Ich freue mich sehr auf Highland Cattle und Wale und Delfine. Und ich glaube, Schottland hat so was Besonderes mit dieser Geschichte, mit der Historie. Bin ich auch sehr gespannt drauf. Von Meerbusch starten Nicole und Oliver und nehmen die Fähre bei Rotterdam. Vom englischen Harwich sind es noch 800 Kilometer bis zu ihrem ersten Campingplatz in Schottland. Glencoe in den Highlands. Die Landschaft war schon oft Kulisse für Hollywood-Produktionen. Hier will Kinofan Oliver hin. Weitere Ziele? Die Hebriden, wo der seltene Papageientaucher beheimatet ist. Hier wollen die beiden Schottlands Westküste erleben. Und am Ende ihrer Reise Loch Ness. Vielleicht werden sie mehr über angebliche Ungeheuer erfahren. Aber Nicole hat auch noch einen sehr persönlichen Grund für diese Schottland-Tour. Sie leidet an einer chronischen Schmerzerkrankung. Ich habe halt für mich rausgefunden, wenn ich mich dann mal in ein kaltes Gewässer stürze und da ein Weilchen drin rumlungere, dann geht der Schmerz im Normalfall, entweder geht er weg oder er geht zurück auf ein Maß, das ich aushalten kann. Und dafür ist Schottland halt auch gut, ne? Es gibt viele Seen, das Wasser ist regulär ziemlich kalt. Alle 2 bis 3 Tage wollen sie einen neuen Platz ansteuern. Ich bin wirklich gespannt, wie diese Art von Urlaub für uns ist, ob das gut geht mit dem Wohnwagen, ob wir
uns total wohlfühlen und einfinden oder ob wir die Schnauze voll haben von Hochkurbeln, Runterkurbeln, anschließen, wieder einpacken. Abfahrt in Meerbusch. 1100 Kilometer Fahrt liegen bis Schottland vor Nicole und Oliver. Bei Rotterdam nehmen sie die Fähre nach Harwich an der englischen Südostküste. Halleluja! Wir sind auf der Fähre. Jo. Nach 6 Stunden Überfahrt und einer kurzen Grenzkontrolle beginnt für die beiden die erste Herausforderung. Jetzt fangen wir mit Linksverkehr. Aha, ich merk's. Okay, hier ist der erste Kreisverkehr und du musst links fahren. Ja, du musst... Seite ist da, genau, und das ist gut. Okay, wir fahren links. Zum Glück geht es die meiste Zeit geradeaus. 800 Kilometer Fahrt durch Großbritannien. Dann erreichen sie die schottischen Highlands. Ihr erster Campingplatz liegt in Glencoe. 3 Nächte wollen sie bleiben. Okay. Geschafft. That's lovely. Hi there. How are you, sir? Fine. Welcome to Invercote. Thank you very Lovely much. to meet you. Hi, nice to meet you. Hi. It's so We've got a lovely beautiful. spot right on the front for you. Okay. Nice. So just while Awesome. we're here, Die Lage? Top. Ein Platz in der ersten Reihe am Loch Leven. Die Nacht im Wohnwagen kostet 40 € für die beiden. Oh my God! Wow, das ist That awesome. I might cry. Fucking amazing. Gott, ist das schön. Mir fehlen tatsächlich die Worte und das passiert gar nicht so oft. Wow. Die beiden haben in nur 4 Wochen ihren Wohnwagen renoviert. Wir haben ganz schön geschwitzt, das alles fertig zu machen, aber jetzt ist es fertig und wir sind auch wirklich glücklich damit. Innen ist das Wohnwagenmodell aus den 90ern nicht wiederzuerkennen. Frische Farbe, ein festes Bett, neue Sitzpolster und modernere Lampen. Wir haben ja jetzt auch endlich das Bett hier drin. Du hast halt hier den kleinen Herd und kannst halt kochen, wann immer du möchtest. Hast dann darunter das Waschbecken, hast hier das kleine Badezimmer. Wir fühlen uns auf jeden Fall sehr wohl. Zum Wohlfühlen auf dem Campingplatz gehören auch nette Nachbarn, wie Linda und Ronnie. Sie wohnen nur 200 Kilometer entfernt und kommen immer wieder zum Campen in die Highlands. It's just such a beautiful country. It's stunning. You are so lucky. I couldn't agree more. Yeah, I get it. I get it. I really get it. Es gibt nur einen Nachteil. Nicole hat viel über die Midges gelesen, kleine Fliegen, die stark juckende Bisse verursachen. So what's the time when they come out? June, July, August. So Yeah. staying here until the end of May, we're safe? Should be. Maybe. Should be. Maybe. Do they bite? Yes. And it's itchy then? It's like mosquitoes, but Aye. Noch ist die Luft rein. Die beiden können ihren ersten Campingabend im Freien genießen. Irgendwas riecht hier verbrannt. Es riecht gegrillt. Ja, ist eine Frage der Perspektive, ne? Also ich wusste, dass die Gegend so schön ist, aber dass der Stellplatz dann so perfekt liegt. Geil. Das ist schon Wahnsinn. Ich glaube nicht, dass ich hier noch mal weg möchte. Aufs Ankommen. Was, Anker? Und auf Urlaub. Schönes Wetter am nächsten Morgen. Aber die erste Nacht war kurz. Im Wohnwagen war die erste Nacht sehr gut. Außerhalb des Wohnwagens war die erste Nacht sehr gastfreundlich. Wir haben gestern Whisky mit Nachbarn getrunken. Also haben wir das. Und schottische Phrasen gelernt. Up you go. Up you go. Für Oliver soll heute ein Traum in Erfüllung gehen. Er ist begeisterter Cineast. Also einmal das Glenfiddich Viadukt, wo der Harry Potter Train drüber fährt.
Und dann halt so ein Tal, wo James Bond mit M eine wichtige Konversation hält. Wir haben den Film jetzt nicht wirklich nochmal geguckt, aber der Harry Potter Express ist glaube ich, jedem Begriff und da sind wir schnell gespannt drauf. Ihr erstes Ziel? Das Glenfinn-Viadukt. Es liegt rund 1 Stunde von ihrem Platz entfernt. Seit den Erfolgen der Harry Potter-Filme ist der Ort ein Touristenmagnet. Parkplätze sind rar. Wir haben das Glück, wir haben genau einen Parkplatz bekommen. Und es hat sich genauso ausgewählt, wie es sein soll. Mit dem Auto unterwegs sein, so viel leichter. Mit dem Wohnwagen hätten wir überhaupt keine Chance gehabt, mit dem Wohnmobil auch nicht. Ich bin gespannt. Ja, ich auch. Es gibt einen perfekten Aussichtspunkt, den Sie nur zu Fuß erreichen können. Wow, sind das viele Menschen. Krass. In 30 Minuten soll der berühmte alte Zug die Brücke passieren. Ich bin ein bisschen der größere Harry Potter-Fan. Ich habe die ersten 4 Bände in einer Woche gelesen. Ich finde die Welt wunderschön, mag die Geschichte und es ist wirklich schön, jetzt auch hier zu sein. Ich mag halt immer so dieses Bildgewaltige, wenn irgendwas so eingepasst wird und dann sowas halt zu sehen, wie das dann tatsächlich aussieht und was man daraus macht, finde ich immer spannend. Endlich ist es soweit. Tickets für den Jacobite Steam Express sind meist Monate im Voraus ausgebucht. Das war richtig schön. I'm actually emotional. Okay, good, I'm not the only one. Okay. Ein bisschen Tränen dabei. Es ist alles war sofort still, total magisch und so richtig rührend. Man hat richtig so eine Berührung in dem ganzen Publikum hier gespürt. Yeah, I don't know, and I'm hesitant to use the word, but it was quite magical. It was, yeah. I mean, oh, damn it. Was ich wirklich richtig schön fand, war, dass alle, die im Zug saßen, uns gewunken haben. Und hier haben alle zurückgewunken und das war so verbindend und das fand ich total schön. Also ich bin gerade total glücklich. Ob das noch zu toppen ist? Auf dem Weg zur nächsten Filmlocation liegt dieser kleine Pub. Gerade findet eine Sunday Folk Session statt. Jeder, der ein Instrument beherrscht, darf sich hier ausprobieren. Die Stimmung ist gut. Auch Touristen sind willkommen. Wir wollten ja eigentlich nur einen Happen essen. Komm hier rein, fängt die Musik an zu spielen. Großartig. Ja, Sunday Setch. Am südlichen Ende des Glencoe-Tals, nur etwa 10 Minuten von ihrem Campingplatz entfernt, liegen die Three Sisters. Die 3 Bergkämme sind eines der beliebtesten Fotomotive der Highlands. Hier erwartet ein schottisches Original die Besucher. Also der Anblick, ich finde, der ist so grandios. Der hat an sich schon was Mystisches. Und ich kann mir vorstellen, wenn man jetzt irgendwo da reinwandert, man hört dann so den Nudelsackspieler so mal durchdringen, so wie der Wind einträgt, dann bekommt das Ganze was ganz, ja, als ob man quasi in Outlander rumläuft. Also was ganz Mystisches. Hier erneuern Schotten gerne mal ihr Ehegelübde. Wir können in 20 Jahren hier auch noch mal unser Gelübde erneuern. Ja. Das ist schon ein schönes Plätzchen. Dann bin ich 71, dann bin ich am Stöckchen, dann kann er mich Huckepack da runtertragen. Der Dudelsackspieler spielt für uns und kann mich Huckepack wieder rübertragen. Kann er seine Liebe mal richtig beweisen. Genau. Ja. Oliver hat es eilig. Er will noch ein Highlight bei Tageslicht sehen. Das einsame Tal Glen Etive. Es ist nur über eine ganz schmale Straße zu erreichen. Im Film Skyfall kehrt Schauspieler Daniel Craig als James Bond hier zu seinen schottischen Wurzeln zurück. Und wo haben sie gestanden? Weißt du das? Ich weiß es nicht ganz genau. Müsste irgendwo hier gewesen sein. Zusammen mit Judi Dench alias M wurde genau hier eine Schlüsselszene gedreht. Bond.
Ihr Auto ist zwar kein Aston Martin, aber Das Foto jetzt mal so nachzuspielen, das ist ganz witzig, weil wir sind Filmnerds. Ganz viele meiner Freunde sind Filmnerds. Ich bin Filmnerd und ganz viele meiner Freunde sind Filmnerds. Genau, danke. Und die haben da immer heiden Spaß dran, wenn ich aus dem Urlaub immer solche Fotos schicke. Ich fühle mich gar nicht wie M. Ja. Und du bist jetzt auch nicht Nein, wirklich ich bin kein James James Bond, worüber Bond. ich sehr dankbar bin. Filmnerd Oliver will noch zu einer alten Burg. Auf Castle Stalker wurde die Schlussszene des Monty Python-Klassikers Ritter der Kokosnuss gedreht. Die Burg liegt etwas versteckt am Loch Linney. Ich finde, das ist auch der krönende Abschluss eines großartigen Tages. Ja. Noch ein bisschen Ritter der Kokosnuss. Der dritte Urlaubstag mit Camper. Heute planen Nicole und Oliver eine Tour zu 2 Inseln der inneren Hebriden. Die Fähre bringt sie von Oban erstmal auf die Insel Mull. Heute ist Puffin Day. Wir gucken heute Papageientaucher. Das heißt, wir machen den großen Ausflug zu Stuffer Islands und Trashnish Islands. Du merkst es, ich bin aufgeregt, ich freue mich voll. Ich hoffe, dass wir auch das Glück haben, dass wir unterwegs noch irgendwas anderes sehen im Wasser. Fingers crossed. Aber mal schauen. Aber ich bin mega aufgeregt und freue mich total. Nach einer halben Stunde Überfahrt erreichen sie den kleinen Hafen von Creighton-Ure. Alles ist hier gut organisiert. Ein Bus wartet, um die Touristen zum Bootanleger auf der anderen Seite der Insel zu bringen. Hi there. Hi there. What name is it? Oliver Nicole Gundlach. Yes, Yeah. white bus, please, sir. Awesome, Thanks thank a you. lot. Busfahrer Stevie stammt aus der Nähe von Manchester. Bei einem Urlaub hat er sich entschieden, für immer hier zu bleiben. I came here by accident. Ich bin durch Zufall hergekommen, weil meine Tochter hier Urlaub machen wollte. Ich habe mich sofort in diesen Ort verliebt. Ich war seitdem nicht mehr zu Hause, nur um ein paar Sachen zu holen und kam mit einem One-Way-Ticket zurück. Schau es dir an, es ist einfach großartig. Glorious. Mull ist die viertgrößte Insel Großbritanniens. Sie hat gerade mal 3000 Einwohner, aber eindeutig mehr Schafe. Stevie erzählt, dass Mull im lokalen Dialekt so viel wie runder Hügel bedeutet. Die Anreise ist aufwendig. Nicole und Oliver müssen jetzt in das nächste Boot. 1 Stunde dauert die Fahrt zur unbewohnten Insel Staffe. Hier soll es Delfine geben. Vielleicht hat Nicole Glück. Vorne sieht man schon Delfine. Oh my God. Oh my God. Wow. Bei ruhiger See zwischen Frühjahr und Sommer sind die Chancen gut, Delfine vor der schottischen Westküste zu sehen. Oh Gott. Nicole ging es in den letzten Tagen nicht so gut. Ihre chronischen Gliederschmerzen machen ihr zu schaffen. Aber dieser Anblick ist ein Trost. Immer mehr Delfine tauchen auf und begleiten das Boot. Ich wusste es. Wie viel Glück kann man haben? Ach, Hammer. So ein wirklich guter Auftakt für diese Tour. Toll. Kann so weitergehen. Dann sehen wir am Ende auch noch Ness. Also Nessie. Ihr großes Ziel für das Ende ihrer Reise. Aber jetzt erstmal Staffa. Nach 1 Stunde Überfahrt erreichen sie die Insel der Säulen. Beim Anblick der Millionen Jahre alten Formationen aus erkalkter Lava geraten die beiden ins Schwärmen. Das sieht schon sehr unwirklich aus, oder? Wie so ein Tor in so eine andere Welt. Das ist wie so eine Szene aus Herr der Ringe oder so. Das ist Total beeindruckend. Es wird noch beeindruckender für die beiden. Fingal's Cave ist eine 85 Meter lange Höhle, die den Komponisten Mendelssohn Bartholdy zu seiner berühmten Hebriden-Ouvertüre inspiriert haben soll. Nicole und Oliver wollen das Innere des Felsens entdecken. Thanks. Thank you. See you later. Holla. Wow.
Bei starkem Seegang können die Boote manchmal gar nicht anlegen. Das Paar hat Glück. Gibt es hier eine Vorfahrtsregel? Ja. Wer nicht fällt, hat gewonnen. Schon Queen Victoria und Jules Verne haben die beeindruckende Höhle besucht. Das finde ich schwer in Worte zu beschreiben. Ja, es ist ziemlich überwältigend tatsächlich. Ich hätte mir das so nicht vorgestellt. Und wie sagt das die ganze Zeit, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die Natur das gemacht hat. Aber ich kann tatsächlich verstehen, warum selbst Königinnen diese Höhle besucht haben. Unfassbar. Und man ist auch tatsächlich, also das hätte ich jetzt gar nicht erwartet, es gehen gar nicht so viele wirklich hier rein. Das ist auch ein bisschen tricky da vorne, man hat nicht so viel Platz, man kann wirklich abstürzen. Und man hat hier echt seine Ruhe, also so eine Ruhe gerade. Aber die beiden haben noch ein Ziel. Die Insel Lange, Heimat der Papageientaucher. Es war Nicoles größter Wunsch, die einmal zu sehen. Warte mal, ich weiß überhaupt nicht, wo du hingucken sollst. Die sind tatsächlich überall. Die Besucherzahl in dem Naturschutzgebiet ist streng limitiert. 2 Stunden dürfen sie auf der kleinen Insel bleiben. Hier ist ganz schön Rush Hour gerade, ja? Ist ganz schön voll. Ich hoffe, dass es sich ein bisschen verteilt. Ja, es sich so verläuft, ne? Ja, genau. Denke ich auch. Das ist schon so geil. Da oben auf der Kante sitzen da schon die ganzen... Ja, die sitzen alle da oben Das und kann man warten auf erwarten, uns. hochzukommen. Zwischen April und August wimmelt es hier von den seltenen Papageientauchern. Sie kommen nur zur Brutzeit an Land. Den Rest des Jahres verbringen sie auf offener See. Oh mein, die sind direkt hier vorne. Oh wow, links rum. Oh mein Gott. Nicole hat viel über die sogenannten Puffins gelesen. Auch, dass die Paare ein Leben lang zusammenbleiben. Und, auch wenn die Vögel an Land eher tollpatschig wirken, unter Wasser sind sie schnelle Jäger. Die sind so putzig. Sie fliegen lustig, sie laufen lustig und sie schnäbeln manchmal. Also, ich könnte jetzt den Tag hier verbringen. Ich kriege langsam Sonnenstich, aber manchmal ist es das wert. Die Zeit vergeht wie im Flug. Fotografieren ist anstrengend, ne? Ich bin fix und fertig, aber das war es mir so wert. Oh, einer der besten Tage ever. Knapp 95 € hat der 12-stündige Ausflug pro Person gekostet. Also ich finde, das war jeden Cent wert, wirklich. Das Preis-Leistungs-Verhältnis fand ich völlig angebracht. Das ist ja ein ganz schöner Aufwand, ne? Und ich finde, das hat sich total gelohnt. Also ich würde es jederzeit wieder buchen. Am Morgen. Aufbruch zum nächsten Campingplatz. Aber vorher muss noch die Campertoilette geleert werden. Eine Aufgabe, vor der sich Nicole lieber drückt. Das ist... nee, das möchte ich nicht. Das ist fies. Ich werde es machen, wenn ich es muss. Aber nur, wenn er krank ist und mit hohem Fieber im Bett liegt und sich nicht mehr bewegen kann, dann mache ich es. Sonst nicht. Ich finde das echt ein bisschen eklig. Oliver sieht das pragmatisch. Das, ja, weiß ich nicht. Das sind so Sachen, die macht eigentlich keiner wirklich gerne. Aber so schlimm, wie sie klingen, sind es halt auch nicht. Nicole und Oliver machen abwechselnd die Tourplanung. Nicole hat ein neues Ziel. Ich freue mich, weil wir jetzt auf die Isle of Skye fahren. Die Isle of Skye soll mit einer der schönsten schottischen Inseln sein. Keine Ahnung, nachdem wir Mull gestern gesehen haben, weiß ich gar nicht, ob es noch schöner geht. Heute liegt eine Strecke von 160 Kilometern vor den beiden Campern. Sie rechnen mit 3 Stunden Fahrt durch die westlichen Highlands bis zur Isle of Skye.
So als Zwischenfazit vom Camp ist gut, oder? Ich finde das richtig geil. Ich habe es mir so vorgestellt, aber es ist ja auch schön, wenn man dann merkt, ey, das ist genau unseres. Unterwegs passieren Nicole und Oliver Ellandonnan Castle, eine der meist fotografierten Burgen Schottlands. Hier sind die Kinohits Highlander, Braveheart und ein weiterer James-Bond-Film gedreht worden. Aber Oliver möchte nun schnell weiter. Denn die Straßen sind eng, das Linksfahren ist anstrengend und ein Wohnwagen im Schlepptau ungewohnt. Endlich Ankunft am Campingplatz in Broadford. Aber die Begeisterung der beiden hält sich in Grenzen. Das sieht ruppiger aus, als ich dachte. Aha. Das ist anders, als man erwartet hätte. Oh, es ist total abgeholzt hier alles. Oh, das ist aber krass. Es gibt aber auch Vorteile. Die 26 Stellplätze liegen nur 300 Meter von der Küste entfernt. Der Preis ist mit 41 € pro Nacht günstig. Is that your first time in Sky? Yeah, Sky seems to be different. Well, you're quite lucky with the weather. Yeah, I know, but this is going to change tomorrow, isn't I it? think tomorrow and the next day it's a bit wet, but yeah. But that's Scotland. Can't do anything, you know. If you're looking for sun, you need to go to Spain. Nah. Spanien? Kein Interesse. Nicole und Oliver wollen Schottland entdecken. 35 Kilometer entfernt liegt Portree, die einzige Stadt auf Skye. Hier leben 2000 Einwohner. Auch hier wird Musik gemacht, wie an so vielen Orten in Schottland. Sorry. Hey, nice, schau. Die Reise hat beide hungrig gemacht. Am Hafen gibt es einen kleinen Imbiss. Typisch für die schottische Küche sind Fish and Chips. Selbst König Charles war schon mal hier. Hello. Hi. Can we have one fish and chips, please? Yeah. Thank you. Oh, is this King Charles? Yeah. In 2021. Wow. Before he was king. Wow. And ate the fish and chips. Here. Here. In Sky. Ja. Knapp 12 € kostet eine große Portion Seelachs mit Pommes. Das sind königliche Preise. Es ist wirklich gut und ich würde mal sagen, ja, beste Fischbude in Portray. Nicht, dass ich irgendwelche anderen probiert hätte, aber Aber wenn König Charles hier essen gegangen ist. wollte ich gerade sagen. In einem Pub um die Ecke macht John, ein Musiker von der Insel, gerade Stimmung. Mit Liedern über seine Heimat. Are you from the Isle of Lewis or is it the hills of Harris? Are you from the north of US or is it the Isle of Skye? Are you from the Isle of Butter, Egg, Muck, from Marcana? Are you from the Rocky Waters or the Hebrides? Ach, wir verstehen ein bisschen was. Lass mich das mal so ausdrücken. Aber Also genug, um so eine Idee zu bekommen, wovon es geht, aber wirklich Detailsätze. Heute wollen die beiden zu den Feenbecken, den Fairy Pools im Inneren der Insel. Natürliche Wasserbecken, die durch mehrere Wasserfälle verbunden sind. Das kristallklare Wasser ist auch im Hochsommer eiskalt. Niemand kommt hier normalerweise auf die Idee, freiwillig baden zu gehen. Aber Nicole hofft hier Linderung für ihre chronischen Gliederschmerzen zu finden. ich bin schon ziemlich eingeschränkt dadurch. Die meisten Leute verstehen nicht so genau, was hat sie denn jetzt schon wieder, weil man Schmerz einfach nicht sieht. Aber ja, ich habe Tage, da weiß ich nicht mehr, wie ich aufstehen soll. Also das könnte gehen. Das einzige Dumme ist, da werden ganz viele Leute von da gucken. Ja. Aber da vorne hätten wir erstmal unsere Ruhe. Das könnte gut gehen, die Stelle. Ja, fuck it. Ich gehe da jetzt rein. Ja, so ein Schmerzlevel von vorher 8, 9 geht dann runter auf 3 oder so. Aber wenn es zu lange ist, wird es ja nicht mehr warm. Du musst so ein bisschen drauf aufpassen. Und 2 Minuten ist eine gute Zeit. Ich bin sehr stolz auf dich.
Also mir geht es tatsächlich jetzt schon sehr viel besser. Mein Körper fühlt sich leichter an. Tatsächlich wie so eine kleine Elfe, Fairy Pools. Auf dem Rückweg zum Platz ist die Stimmung bestens. Zum Ausklang des Abends spülen in der Campingplatzküche. Da treffen sich Camper. Hallo. Hi. Gehört ihr zum Mettmanner Wohnmobil? Ich meine, ich hätte euch gesehen. Genau, wir gehören zum Mettmanner. Schön, hier deutlich zu treffen. Wirklich wahr? Hi. Mettmanner Wohnmobil trifft Meerbuscher Wohnwagen. Der Wohnwagen hat halt die enormen Vorteile. Man stellt es ab, den Wohnwagen, und fährt mit dem Auto dann weiter. Und mit dem Wohnmobil ist halt Das alles war ein bisschen genau schwieriger, unsere Entscheidung, warum wir den Wohnwagen dann auch erstmal genommen haben. Also mir war dann halt wichtig, ich möchte ein vernünftiges Bett haben. Ich will nicht mehr über Kerstin drüber klettern. Ja, okay. Und wir haben halt so ein Queen-Size-Bett. Nennt sich das so. Wir haben beide Seiten, ein großes Bett, 1,60 Meter. 60. Ja, deswegen. Eine Einladung ins Wohnmobil nehmen Nicole und Oliver gerne an. Das Gefährt ist deutlich luxuriöser als ihr Wohnwagen, hat aber auch fast 60.000 € gekostet. Das ist ja wie ein Schlafzimmer. Aber super. Also das ist schon schön viel Platz, ne? Ja. Okay, wir haben 1,40, wir haben 20 cm weniger. Der Hund schläft auch mit im Bett. Okay. Wenn ihre Tochter mit in den Urlaub fährt, gibt es noch ein elektrisch absenkbares Bett im Wohnmobil. Wenn du dann da liegst, kannst du natürlich mega da rausgucken. Das ist eine gute Aufteilung. Das ist auch noch nicht so ein Riesenwohnmobil. Das finde ich ganz gut. Ja, also es musste auch so sein, dass ich zumindest das Gefühl habe, ich würde es auch fahren. Ich fahre es nicht gerne, aber so Autobahn geradeaus geht. Ja, das kann ich Aber hier verstehen. bin ich jetzt Linksverkehr noch nicht gefahren. Wir hatten da auch richtig Angst vor. Ja, wir auch. Wir waren total nervös. Ne? Mit Fähre war ja alles das erste Mal für uns. Erste Mal Wohnwagen fahren, erste Mal Linksverkehr. Aber es ging bis jetzt eigentlich wirklich gut. Jetzt hat er mich ja kurz vorher auch noch eine Ecke am Wohnwagen hinten, am Wohnmobil hinten mitgenommen und hatte besonders Angst, weil er gedacht hat, jetzt schaffe ich den Linksverkehr gar nicht. Aber die fahren hier netter irgendwie als in Deutschland, finde ich. Guten Appetit dann. Ciao. Die Camper aus Mettmann haben deutlich mehr Platz. Aber Neid kommt deshalb nicht auf. Noch reicht der Platz. Also ich würde jetzt hier kein 5-Gänge-Menü kochen. Das würde ich aber zu Hause auch nicht. Von daher total egal. Guten Appetit. Aufs erste selbstgekochte Mal im Wohnwagen. Also richtig mit Abendessen. Genau. Tschüss. Die letzte Etappe ihrer Schottland-Tour wartet auf die beiden. Am nächsten Tag wollen sie zu einem neuen Campingplatz. Nah am sagenumwobenen Loch Ness. Ich finde, dieser Mythos lebt schon so lange. Und irgendwie ist es ja auch, man will ja auch dran glauben. Es ist ja wie ein Weihnachtsmann. Jeder weiß, dass der Weihnachtsmann nicht da ist, aber jeder möchte eigentlich dran glauben. Ich möchte an dieser Stelle kurz betonen, ich möchte da aktuell nicht dran glauben, weil wir mit einem Gummikajak auf dem Loch Ness paddeln werden. Aber erstmal haben es die beiden mit kleinen Monstern zu tun. Die Nacht war anstrengend. Nicole und Oliver wurden von Midges, den berüchtigten schottischen Mücken, heimgesucht. Gestern habe ich das auch noch für einen Witz gehalten, also mehr für so einen Joke. Und dann, Ja, das ist kein Joke mehr. Nee, es ist Bitterer Ernst. Man muss nur ein bisschen stehen und dann kommen die überall. Und, das wird Und die beißen und das juckt. Und ich habe die Leute ausgelacht, die diese Netze auf dem Kopf hatten. Und jetzt sieh mich an. Mittlerweile trägt fast jeder so ein Netz auf dem Kopf hier. Ja. Definitiv auch Zeit weiterzuziehen heute. Also schnell weg hier. 2 Stunden dauert ihre Fahrt von der Insel Skye zum Loch Ness im Landesinneren von Schottland. Unterwegs ein kleiner Stopp in Inverness, der Hauptstadt der schottischen Highlands. Geschäfte für Schottenröcke gibt es hier an jeder Ecke. Also anprobieren auf jeden Fall. Bitte.
Das ist auch kein Problem. Ich glaube, ich habe die passenden Waden dafür. Was bist du denn? Donald, der Verkäufer, zeigt ihnen seine große Auswahl an Stoffen. My, oh my. Wow. Typisch Schottenrock, Karos in verschiedenen Farben. Oliver erfährt, dass es in Schottland insgesamt 7000 registrierte Muster gibt. I would go for these Scottish ones. Okay. You know? Is that the And Scottish the high flower? seeded ones I Or could that get. one? Flower of Scotland. Okay, flower of Scotland. Okay. Be my flower of Scotland. Vorhang auf für Mac Oliver. Wow. Du siehst toll aus. Ja, kann was, ne? Ich fühle mich schon sehr schottisch. Also ein bisschen, das Hemd ist so ein bisschen Gewöhnungssache, sowas man so offen tragen will nicht, aber ich finde, das sieht eigentlich ganz cool aus. Oh, ich liebe das. Ich finde das Hemd total toll. Es ist mega bequem. Das ist schon schön. Das gefällt mir. Aber trägt Mann eigentlich gar nichts darunter? You were meant to wear a long shirt. Eigentlich trägt man ein langes Hemd, welches das beste Stück bedeckt. Das Hemd muss lang genug sein, damit es den Kilt schützt, wenn man sich hinsetzt. Weil man ihn ja nicht einfach in die Waschmaschine tun kann. Aber heutzutage ist das Verhältnis 50-50. So, yeah. But like I said, these days it's a 50-50 split. Die handgewebten und maßgeschneiderten Kilts kosten um die 750 €. Das ist es Oliver dann doch nicht wert. Am Westufer von Loch Ness, Großbritanniens tiefsten und mysteriösesten See, wartet ihr letzter Campingplatz. 35 Pfund, also 41 € kostet die Nacht. Der Platz ist schlicht und funktional. Bisschen nah an der Straße. Sieht sehr gemütlich aus. Sehr schön grün. Nicht eingeengt irgendwie, sondern schön weit. Loch Ness ist nicht wirklich weit weg. Was noch besser ist, es gibt keine Midges mehr. Und die Fliegen, die hier sind, sehen wesentlich friedlicher aus. Sie sind viel größer und ich glaube, sie beißen nicht. Oliver und Nicole haben von einer nahegelegenen Farm gelesen, wo schottische Hochlandrinder gezüchtet werden. Und in einem kleinen Salon wird Afternoon Tea serviert. I'm Isla, nice to meet you. Hi, nice to meet you. I'm Nicole. I'm Oliver. Nice to meet you. So this is the cow meet and greet, but we have a select 4 that we keep in this area here for people to meet up close and touch and feed, and people get lots of selfies. Isla führt die Farm ihres Vaters zusammen mit ihrer Schwester. Zu ihren Rindern haben sie eine enge Beziehung. Hey du! Hi! Schön dich an! Und nicht hier kratzen? Ja? Hier juckt. Man merkt richtig, wie warmherzig und liebevoll die sind. Also es ist so eine, ich fühle das wie so eine liebe Seele auch. Ja? Tolle Erfahrung. Auf der Terrasse wartet noch eine Erfahrung auf die beiden. Der Afternoon Tea mit typisch britischen Spezialitäten. There we go. Oh, those are cows. Yeah, the little cow cupcakes, and then our homemade scones and some sandwiches. Awesome. It's kind of our take on a traditional afternoon tea. Awesome. Okay, Thank you enjoy. so much. Thank you. Die sind sehr fluffig. Yum. In dem schönen Ambiente werden Erinnerungen an ihre erste Begegnung wach. Dann war halt ihr Musik und dann habe ich sie gefragt, ob sie tanzen möchte. Und ich wollte nicht. Ich habe noch gesagt, nee, ich kann das nicht. Ich kann keinen Paar tanzen. Dann hat er gesagt, doch, ich führe. Aber ich habe einfach gespürt, als Nicole vor mir stand, okay, das ist besonders. Und dann hat sich das eine zum anderen ergeben und dann 10 Jahre später sitzen wir hier. Das stimmt. Für den nächsten Tag haben sie ein besonderes Abenteuer geplant. Eine Kajaktour auf dem berühmtesten See Schottlands. Loch Ness. Keiner weiß, ob es das Ungeheuer wirklich gibt oder ob es nur ein Gag der Tourismusbehörde ist. Nicole und Oliver wollen herausfinden, warum der See so berühmt berüchtigt ist.
Ihr Ausflug beginnt im Loch Ness Center. Vor 90 Jahren will eine Angestellte des ehemaligen Hotels Nessie von hier aus gesehen haben. Good morning. Hiya. Good, how are you? Thank you. I'm John. Nice I'm Nicole, nice to Hi, meet John. you. I'm Oliver. Nessie-Experte John zeigt Ihnen zunächst das berühmteste Foto aus dem Jahre 1934. Angeblich gab es aber noch viele weitere Sichtungen. Over 1,000 sightings. Over 1,000 sightings? Über 1000 Sichtungen. Auch von glaubwürdigen Personen. Von Polizeibeamten, von Ministern. Wer weiß, was Sie gesehen haben. Vielleicht habt ihr ja auch Glück und seht etwas Vergleichbares. Oliver und Nicole schauen sich an, wie in den letzten Jahrzehnten nach Nessie gesucht wurde. Mit U-Booten, Sonargeräten und Infrarotkameras. Steve Feltham ist ein sogenannter Nessie-Hunter. Er jagt das Seeungeheuer seit über 30 Jahren. Ein unvergesslicher Augenblick. Vielleicht entdecken Oliver und Nicole ja heute auch etwas Ungewöhnliches auf dem See. Sie haben sich für diese Reise ein aufblasbares Kajak zugelegt. Das fühlt sich schon noch besonders an, das finde ich Ja. schon. Also man sieht da drüben ein paar Boote, aber tatsächlich einen Kajak habe ich hier noch nicht gesehen. Vielleicht haben die alle ihre Gründe, vielleicht finden wir den Grund gleich raus. Das Wasser des Sees ist extrem dunkel und trüb. Loch Ness ist eines der fischreichsten Gewässer Großbritanniens und mit 230 Metern außergewöhnlich tief. Das Wasser ist schwarz. Aber es ist schon irgendwie ein komisches Gefühl, finde ich jetzt. Es passt halt einfach alles zusammen, ne, für den Mythos. Ja, auch mit dem Besuch heute Morgen, ne? Dass du heute Morgen so nah dran warst und noch mal irgendwie alles genannt bekommen hast. Am Ufer des Sees liegt Urquhart Castle, eine Burg aus dem 13. Jahrhundert. Das macht die Umgebung noch ein bisschen unheimlicher. Es ist witzig, wenn man den Kopf so ganz schnell dreht und da ist so ein Baumstamm im Wasser und da kommt die Welle, dann hat man so ein kurzes Gefühl von ui. So ist gut. Ja, das ist super. Loch Ness. Die Fahrt auf dem See ist ein echtes Erlebnis. Den Hype um das Monster können Sie nun besser nachvollziehen. Das Wasser ist hier total schwarz. Und wenn man dann auf dieser Höhe ist wie im Kajak und dann überschlagen sich mal so zwei Wellen zueinander, dann hat man schon die Bilder, die wir heute Morgen in dem Center gesehen haben. Und dann, wenn man glauben will, sieht man dann auch. Also das ist schon, ich glaube, das geht dann ganz schnell. Eine unglaubliche Campingtour geht zu Ende. Tolles Land, tolle Menschen hier Ja. und viel zu tun und viel zu sehen. Rund 600 Kilometer sind sie durch die schottischen Highlands gereist. Haben magische Drehorte erlebt, unbewohnte Hebrideninseln besucht. Oh Gott. Und Schottlands Tierwelt in vollen Zügen genossen. Also wer Natur mag, wer Schlösser mag, wer Kultur mag oder Natur, ist hier wirklich gut aufgehoben. Uneingeschränkt Daumen hoch, wir würden auf jeden Fall wiederkommen. Und wir werden auf jeden Fall wiederkommen. Gibt es noch so viel zu sehen, es ist ein schönes Land. Das erste Mal campen mit einem Wohnwagen. War es die richtige Entscheidung? Es hat großen Spaß gemacht. Wir haben uns quasi von der ersten Sekunde an total wohlgefühlt. Es ist genau unser Ding. Ja, es hat alles super geklappt, es gab keine Probleme, wir konnten super fahren. Auf dem Zeltplatz hat sich eine totale Routine eingestellt. Definitiv bleiben wir dabei, ja.